Guten Tag, ich bin der Jürgen Höhne, das ist eine Series von 80 Tutorials, die ich machen werde über die verschiedenen Arten von Basic Connectors in Tech Stack, Smart Tech Stack. Das erste heute ist Pardot-Salesforce, praktisch die Konfiguration Basics. Ja. Zuerst guckt man in Salesforce, wie man das sieht man da oben. Geht man zu den kleinen Sprocket, dann geht man zu Setup und dann geht man zu Permission Sets. Und in Permission Set muss man sicher sein, dass man die Pardot Permission hat, dass man da so ein User ideal, das wäre ein IT-User, weißt du, wie IT-Department. So, wenn jemand deactivated wird, das Link bricht nicht. Das ist nämlich oft der Fall. So, ziemlich leicht hier, direkt von Salesforce Permission Sets. Das nächste ist in Pardot dasselbe, da ist ein Sprocket da oben, wie in Salesforce, ja. Und dann geht man zu Admin und da kann man sehen, hier, da kann man da Connectors adden oder es geht man zu Salesforce hier, ja. Und hier ist ein Verified Salesforce-Konnektor zwischen Pardot und Salesforce und vice versa. Das ist straightforward, wie man so sagt. Und dann das andere, und das ist ganz wichtig hier, ist, es kann man wie in den Small Business Package 20.000 Leads haben, aber es kann man unlimited Leads haben in the Do Not Call oder Block List. Ja, das ist wirklich ein Recycle List, so heißt das im Pardot. So, es kann man Millionen Leads in Recycle List haben und dann, die man bearbeitet in Campaign oder so, kann man dann hochbringen into the active Leads. Und dann, hier muss man wirklich ein bisschen denken, wann geht ein Lead into Salesforce? Tut Salesforce, eine Veränderung in Salesforce, das Verändern das Lead in Pardot? Was ist das Lead Scoring in Pardot? Ja? Oder wie E-Mail Logging. Wenn Lead mitkommt into Salesforce, kann das alles, kommen die ganzen Comms damit, ja? So, das ist viel drüber nachzudenken, aber einmal man das Basic Connection hat, dann alles, dann kann man immer damit das optimisieren, ja? Und hier zum Beispiel sind die Connectors und hier sind noch mehr Connectors. Das ist alles von Salesforce zu HubSpot zu WebEx, ja. Direkt into the Social Connections, die jetzt viel besser sind. Das war vor quasi 4 Jahren oder so. Aber wie gesagt, die Hauptsache ist the Basic Connector hier. Das ist die Hauptsache. Ich war in einem Termin, $500 Millionen Firma, das war der neue Vice President of Sales. Mein Projekt war, dass ich ein Campaign in 3 Wochen mache, das 52 Key-Kunden in so ein amerikanischen Football Stadium Skybox bringt. Und die Liste war 17.500. Und niemand in diesem Termin, das waren ungefähr 10 Leute, hat gecheckt, ob die Basics arbeiten. Und ich sagte, how's your connector to Salesforce? Und die sagten, nicht dein Problem. Du machst das Pardot-Campaign und wir machen Salesforce. Ich habe es gecheckt im Meeting. Ich sagte, ja, ich habe eine E-Mail, ich habe ein Lead durchgeschickt. Wo ist es? Haben es nicht gefunden. Pardot war connected zu einem Ex-Angestellten E-Mail, ja, Ex-Employees E-Mail. Ja, 10 Leute. Wie viel hat das Meeting gekostet? Hätte ich das nicht die Basics gefunden, wäre das ganze Ding für nix. Ja? Das ist hier und manchmal wird das delinkt. Ja? Und dann am Ende ist dann Dashboard wie das. Ja? Und dann hier, das ist the Basic Admin Setup hier. Ja? Admin, Connectors, Configuration Fields und so weiter. Das wird dann in dieses Dashboard displayed, ja. Und von hier macht man dann die Campaigns und so. Und mit das, vielen Dank, Jürgen Höhne.
Alles Beste.